Was sind die Voraussetzungen für einen Antrag zum Working Holiday? Nicht wundern, mein Laptop steht an der Seite, damit ich ablesen kann, nicht, dass ich irgendwas Falsches sage. Euer Alter muss bei der Antragstellung zwischen 18 und 30 Jahren alt sein. Ihr müsst in gesundheitlicher guter Verfassung sein. In anderen Ländern muss man auch noch ein Gesundheitszertifikat vorlegen, das muss man in Deutschland nicht tun. Was sind die erforderlichen Unterlagen und Dokumente? Das erste ist ein vollständig ausgefülltes Antragsformular. Das Antragsformular kann ich euch hier zeigen. Aber wenn ihr irgendetwas nicht wisst oder nicht hundertprozentig sicher seid, fragt entweder telefonisch nach oder fragt nach, wenn ihr dort seid. Macht euch am besten so einen kleinen Post-it an die Seite, schreibt drauf, was es genau war und zeigt das und sagt, ja, aber da war ich mir jetzt nicht so genau sicher, ob ich jetzt das, dies oder jenes reinschreiben wollte. Nummer 2. Ihr braucht einen Reisepass. Der Reisepass muss länger gültig sein als das Visa, das ihr beantragt. Das heißt, wenn ihr ein Working Holiday macht und zum Beispiel im April 2021 eingereist werdet, müsste euer Reisepass mindestens bis Mai 2022 gültig sein. Als drittes braucht ihr aktuelle Kontoauszüge, dass ihr die ersten 3 Monate euch selbst in Korea versorgen könnt. Also dass ihr nicht auf andere Hilfe angewiesen seid. Das vierte ist ein biometrisches Passbild. Am besten mit einem weißen Hintergrund, weil ihr nochmal ein biometrisches Passbild für eure ARC in Korea braucht. Deswegen macht am besten mit einem einfarbigen, hellen Hintergrund. Und dieses muss die Maße 3,5 x 4,5 haben. Der Punkt 6 ist eine Krankenversicherung und eine Haftpflichtversicherung. Der Versicherungsschutz von einer Haftpflichtversicherung muss die Deckungssumme von 30.000 € haben. Ihr braucht eine Krankenversicherung, die auch die Deckungssumme von 30.000 € hat. Und einen Rücktransport in euer Heimatland anbietet. Ich kann euch gerne unten in der Beschreibung noch meine Krankenversicherung verlinken. Ich hatte mit meiner, um ehrlich zu sein, ein paar Probleme mit der Versicherung in Korea, weil die Krankenversicherung in Korea möchte nach 6 Monaten von euch Geld haben. Das erzähle ich euch aber noch in einem anderen Video, wie ihr damit umgehen müsst, beziehungsweise wie ihr euch melden müsst und was ihr denen vorzeigen müsst. Dann ein Reiseplan nach Korea. Das fand ich irgendwie so am schwierigsten, weil man ja nicht weiß, wo wird man hingehen, was wird man machen, was möchte man sehen, was passiert alles, wenn man irgendwo zum Beispiel einen Job gefunden hat vielleicht. Oder auch einen Job mit so einer Art Übernahmefunktion wie euer Visa-Sponsor. Ich zeige euch mal hier, wie das zum Beispiel aussehen könnte. Ich weiß nicht, ob das immer noch wegen Corona jetzt gleich ist oder ob es ein bisschen anders geworden ist. Ich bin nach Korea geflogen im Juni 2020 und ich habe auch angegeben, ich werde nach Daegu gehen, ich werde nach Busan, ich werde nach Jeju fliegen und werde dort ein paar Minijobs machen und das Land erkunden. Was die Gebühr vom Working Holiday Visa angeht, muss ich sagen, das variiert öfters mal, als man sich das vorstellt. Meistens wird es einmal pro Jahr angepasst. Ich hatte aber auch meine Registrierung, ich habe meinen Antrag gestellt im Februar 2020 und da war auf der Webseite noch ein anderer Betrag als 75,60 €. Konsulate haben nicht immer passend Kleingeld da, deswegen nehmt es am besten passend oder wenn ihr nicht genau wisst, wie viel es ist, nehmt genug Kleingeld mit. Ihr braucht definitiv ein Reiseticket, aber da gibt es auch wieder viele unterschiedliche Meinungen und viele Sachen, die unterschiedlich ausgelegt werden können von den Mitarbeitern vom Konsulat. Bei mir war es so, ich habe nur den Hinflug gebucht, ich habe gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich länger bleibe, ob ich wirklich ein Jahr durchziehe oder nicht. Dann hat die Dame mir am Telefon, weil ich deswegen extra angerufen hatte, hat mir die Dame am Telefon gesagt, ja, das ist kein Problem, dann braucht man mehr Geld, dann braucht man einfach nochmal sozusagen ein Flugticket, ungefähr 800 bis 1000 € mehr auf dem Konto, als die 3000 bis 4000 €, die ihr auf dem Konto generell braucht. Was ich bei vielen Leuten online leider nicht gehört habe, was mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, war dann, dass die Dame meint, ja, jetzt warten Sie und ich bringe Sie dann zum Konsul.
Ja. Dann natürlich kam wie aus der Pistole geschossen meine Frage, wieso? Die Dame meinte dann nur, ja, es ist immer so. Aktuell, also 2021, ich weiß nicht, ob es wegen Corona war, ich weiß nicht, ob das gerade in dem Zeitraum war, weil viele Leute noch nach Korea wollten oder was genau da das Problem war. Ich weiß auch nicht, ob es immer noch so gemacht wird, also lasst mir gerne in den Kommentaren unten wissen, ob es immer noch so ist oder nicht. Aber ich sollte zum Konsul und muss also sozusagen ein Interview machen. In dem Interview natürlich ich erstmal überlegt, wie viele Einwohner hat Korea und die Hauptstadt und wie viele Einwohner hat die Hauptstadt und an welche Länder grenzt es an und welche Meere sind drum. Aber das war jetzt nicht wirklich der Fall, sondern einfach nur, wie wenn ihr mit einem Freund redet, in dem Fall sozusagen. Wie bin ich auf Korea gekommen? Warum möchte ich nach Korea? Kann ich Koreanisch sprechen? Hatte ich schon Kontakt mit koreanischen Projekten in Frankfurt? Dadurch, dass ich in Frankfurt gewohnt habe, war es sehr einfach, auch mit koreanischen Projekten in Verbindung zu kommen. Zu dem Zeitpunkt war ich auch noch in einem Arbeitsverhältnis und war wirklich mit den Leuten auch in einem guten Kontakt und habe auch öfters nachgefragt. Und als ich dann mit dem Interview fertig war, habe ich den Konsul und die Konsularmitarbeiterin dann gefragt, kriege ich denn mal ein Visa? Also ich glaube, wenn ihr euer Visa nicht kriegen solltet, dann liegt entweder vor, dass irgendwas in Korea ist, oder sie sagen euch, dass ihr es nicht kriegt. Ich war natürlich auch ein bisschen in der Lage, dadurch, dass man nach 3 Monaten einreisen muss, dass ich auch 3 Monate Kündigungsfrist hatte. Was natürlich mich ein bisschen unter Druck gesetzt hat und ich dann auch nachgefragt habe, ob ich das Visa kriegen würde, denn ich müsste noch meinen Job kündigen. Die Konsularmitarbeiterin, die war dann auch sehr nett. Der Konsul meinte, ja, wieso nicht? Die Konsularmitarbeiterin meinte dann zu mir, ja, das ist eigentlich kein Problem. Und als ich dann meinte, ja, ich habe noch Kündigungsfrist und darf ich denn jetzt kündigen? Und ich möchte eigentlich, war mein Plan, im Mai einzureisen und ich habe im Januar sozusagen das Interview gehabt, um im Februar mein Working Holiday Visum zu bekommen. Wurde mir dann mitgeteilt, ja, das ist natürlich kein Problem. Aber wenn Sie im Mai einreisen wollen, dann könnten wir jetzt noch nicht Ihr Visum ausstellen. Das heißt, Ihr Pass muss bei uns bleiben. Und wir erstellen dann das Visum zu Anfang Februar. Bei mir war es der 5. Februar. Natürlich kam dann Corona dazwischen. Und ein Freund von mir hat zu dem Zeitpunkt noch bei einer koreanischen Airline gearbeitet. Und er hat mir dann zufällig mitgeteilt, ja, aber musst du dein Visa denn nicht erneuern? Ja, da stand ich dann wieder da und habe dann erstmal beim Konsulat angerufen. Auch die vom Konsulat haben mir mitgeteilt, ja, es wäre besser, wenn sie ihr Visum nochmal erneuern. Es ist nicht unbedingt nötig, aber es könnte zum Ausschlusskriterium werden an der Grenze, dass ich nicht reingelassen werde. Mein Flug wurde für Anfang Mai gecancelt. Es wurde verschoben, glaube ich, um 1 Woche ungefähr. Ich habe es aber dann ganz storniert. Das war auch nochmal ein Akt, das Geld zurückzubekommen. Ich habe das erstmal offen gelassen, wann ich dann genau fliegen würde. Ich habe nur gesagt, ich würde im Ende Juni, Anfang Juli fliegen wollen, wenn es noch möglich ist und wenn noch alles okay ist, weil es gab dann auch die Regelung, dass man Quarantäne machen muss in Korea. Und jeder Ausländer, der in Korea einreist, muss dafür eine bestimmte Summe zahlen. Bei mir waren das 1,5 Millionen Won. Was sich natürlich jetzt geändert hat, jetzt sind es 2,1 Millionen Won, soweit ich weiß. Falls sich das nochmal geändert hat, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Weil es gab so viele unterschiedliche Angaben dazu und was ich im Endeffekt rausgefunden habe, der Tag, an dem ich gekommen bin, war der letzte Tag, an dem für Ausländer 1,5 Millionen akzeptiert wurden. Danach wurden nur noch 2,1 Millionen akzeptiert. Das war es erstmal für dieses Video. Ich weiß, es ist ein bisschen kurz, aber ich möchte jetzt nicht zu lange reden, dass es nicht zu viel Information auf einmal ist. Und dass, wenn man nochmal was nachschauen möchte, kann man einfach die einzelnen Videos anklicken und bekommt nicht die volle Ladung an Informationen auf einmal. Ich habe aktuell meinen Working Holiday hinter mir und habe dadurch sehr viele Erfahrungen gesammelt. Auch mit zu viel Googlen, zu viel Suchen, zu viel Online-Recherche und jede Website sagt was anderes. Deswegen hier nochmal so ein kleiner Shoutout an diese Seite.
Ich blende sie euch hier ein. Ich habe die leider erst sehr, sehr spät gefunden. Im nächsten Video geht es einmal um Jobs, die ihr finden könnt und wie ihr sie finden könnt und was ihr machen dürft, was ihr nicht machen dürft. Behaltet nur immer im Hinterkopf, ihr müsst Steuern bezahlen. Ihr seid in einem anderen Land, ihr verdient Geld, also müsst ihr Steuern bezahlen. Zweitens so, wo könnt ihr unterkommen? Welche Möglichkeiten gibt es in Korea? Wie viel werden die ungefähr kosten? Was ist am besten dafür? Es gibt auch bestimmte Sachen, die gut für Working Holiday sind, da man nichts bezahlen muss und im Gegenzug ein bisschen arbeiten muss. In manchen Fällen kriegt man sogar ein bisschen Taschengeld, aber darauf gehe ich nochmal ein. Über die Quarantäne spreche ich auch einmal ganz kurz. Aber dazu, wie gesagt, in den nächsten Videos und bleibt gerne dran. Schreibt mir gerne alles, was ihr wissen wollt, in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!